Hallo, ich bin der André vom SIP und wir machen heute eine Frühjahrsinspektion bei unserer Vespa. Am besten fangen wir dafür heute schon an und schließen die Batterie über Nacht an, damit wir nicht morgen dastehen, alles parat haben, das Fahrzeug sauber und dann ist die Batterie leer. Aus meiner Sicht gibt es eigentlich zwei Arten von Reinigungsmittel, eher aggressive und eher so Shampoo-softe Reiniger. Je neuer das Fahrzeug ist, desto weniger aggressiv braucht man den Reiniger. Mit den aggressiven Reinigern muss man ein bisschen aufpassen, weil zum Beispiel bei Gummiteilen, Stoff, wie zum Beispiel ein Cabrio-Verdeck oder eine Sitzbank von dem Roller, kann es sein, dass wenn man den mit aggressivem Zeug wäscht, und dann nicht irgendwie nochmal behandelt mit Silikonspray oder Ballistol zum Beispiel, dass dann schnell Risse entstehen im Gummi. Also eine Reinigung ist auch nicht immer jedermanns Sache, weil es gibt ja auch viele alte Roller in so einem Rap-Style oder so. Aber neben der optischen Funktion bietet so eine Reinigung auch die Chance, dass man eigentlich jedes Teil ein bisschen prüft. Man macht so eine Art Sichtprüfung, wenn man es wäscht und man fasst es auch an. Vielleicht entdeckt man einen Riss oder sowas oder eine lose Schraube. Das ist eigentlich die viel wertvollere Funktion von so einer Wäsche. Also wie man sieht, sind an so einem Fahrzeug oft auch die Stellen besonders dreckig, wo man später auch dann arbeiten will. Deshalb lohnt es sich, auch die Stellen besonders sauber zu machen, weil an einem sauberen Roller zu arbeiten macht einfach mehr Spaß als an einem dreckigen Roller. Das hier ist jetzt zum Beispiel so ein Fall, das Kabel kann super rumbommeln. Ist ein Wunder, dass es eigentlich noch nicht ab ist. Man kann sogar damit einfädeln, wenn man neben einem Auto vorbeifährt. Also das wäre eigentlich so ein Fehler, auf den ich jetzt gestoßen bin, ohne das Fahrzeug zu kennen. Aber beim Waschen habe ich es kennengelernt. Das würde ich jetzt, glaube ich, so nicht ins Frühjahr starten lassen. Ja? Also es ist auch so, dass Schmutz und Dreck und Staubpartikel in so beweglichen Teilen, wie zum Beispiel auch den Lagern, Gelenken, der Achsaufhängung, aber auch Hebeln, Griffen, Seilzügen und so weiter, eigentlich wie Schleifpartikel sind und deswegen höheren Verschleiß bedingen. Auch von daher ist eigentlich sinnvoll, von Zeit zu Zeit das Fahrzeug zu reinigen. Wenn man mit dem Waschen mit Wasser fertig ist, dann ist die Frage, wie kriegen wir das Ding jetzt wieder trocken? Was sich anbietet, sind entweder Mikrofasertücher oder Leder, weil mit denen kann man das Wasser eigentlich restlos wegwischen und es bleiben dann keine Kalkflecken auf dem Lack zurück. Also bei alten Vespas hat man natürlich auch oft das Thema noch Rost. Da spalten sich die Meinungen ein bisschen. Manche mögen Rost, finden auch den Look ganz cool. Andere wollen ihn natürlich am liebsten loswerden. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann. Entweder man kann ihn eben entfernen oder man kann ihn ein bisschen aufbereiten, sodass er besser aussieht. An dem Beispiel hier mit den Rostflecken auf der VBB hier, die sind schon ein bisschen so Style-Element von dem Roller, deswegen würde ich sie jetzt halt nicht ganz entfernen. Aber sie sind auch schon sehr rostig und könnten auch ein bisschen besser aussehen. Da gibt es so ein Mittel von uns, das heißt Pellox, ist so eine Beize. Die entfernt den oberflächlichen Rost schon mal. Dann werden die Stellen wieder ein bisschen blanker, sind aber noch so leicht bräunlich. Das kann man einfach auftragen, ein bisschen einwirken lassen und danach wieder wegwischen. Da passiert auch dem Lack drumherum nichts. So, nachdem man die Beize dann 10 Minuten einwirken lassen hat, sieht man schon, dass sie sich den Rost ziemlich angegriffen hat. Und dann kann man sie quasi schon wieder wegwischen, einfach mit einem Tuch. So, nachdem man es dann einmal mit einem Tuch so grob abgewischt hat, ist auch gut, noch mal kurz mit einem nassen Lappen drüber zu gehen. Dann ist die Beize quasi neutralisiert. Und danach kann man den Lack dann noch konservieren. Da kann man bei uns kaufen das Obertrol, kann man einfach aufsprühen auf die Stellen und das ist quasi wie so eine durchsichtige Wachsschicht und die versiegelt das Ganze dann, damit es eben nicht weiter rostet.
Nach dem Waschen oder auch wenn man in Regen gekommen ist, also vor allem wenn man mit einem Dampfstrahler gewaschen hat, dann ist es so, dass man aus den Lagerstellen, die eigentlich mit Öl oder Fett geschmiert sein sollten, den Schmierstoff vertrieben hat. Es ist dann der ideale Zeitpunkt, weil auch der Dreck draußen ist, um dann nachzuschmieren. Man muss dann eigentlich unterscheiden zwischen so einem altmodischen Fahrzeug, da basiert die Schmierung immer auf Öl und Fett. Bei neueren Fahrzeugen ist es anders. Da basiert die Schmierung eigentlich auf Kunststoff, der schon in den Lagern entweder als Buchse oder als Hülle eingebaut ist. In so einem Fall ist es ungünstig, mit Öl zu schmieren oder mit Fett, weil dort der Dreck sich dann ansammelt. Es ist besser, einen Trockenschmierstoff zu verwenden. Da gibt es verschiedene Produkte, die heißen dann irgendwie Dry Grease oder sowas oder PTFE-Spray oder Silikonspray. Das wäre für so ein modernes Fahrzeug das Richtige. Bei so einer alten Vespa sind oft einfache Schmiermittel eigentlich die richtigen. Wie zum Beispiel ganz normales Getriebeöl. Das kann man kann auch Maschinenöl nehmen, aber wenn man keins zur Hand hat, nimmt man einfach Getriebe- oder Motoröl. Und dann kann man hier zum Beispiel so einen kleinen Spalt erzeugen und das bisschen fetten und bewegen. Und man merkt eigentlich sofort, dass es leichtgängiger wird. Hier zum Beispiel die Seilzugenden, das sind die immer reißen. Wenn da ein Tropfen Öl dran ist, dann halten die viel länger. Und man kann die Bremse auch da unten übrigens, also die Mechanik ein bisschen fetten. Man kann also alles, was sich bewegt, irgendwie angelenkt wird, betätigt wird, kann man bei so einem alten Roller schmieren. Die ganzen Seilzüge, insbesondere auch den Bremsseilzug. Man darf nur in die Bremse kein Öl reinbringen, aber die Anlenkung und die Einstellschraube und so weiter, das macht Sinn. Es sind da unten auch Schmiernippel dran. 1, 2, 3. Und jede dieser Lagerungen hier, da bewegt sich ja die Schwinge dran, kann man mit Fett und einer Fettpresse auffüllen. Das sollte man eigentlich regelmäßig tun. Dafür genügt ganz einfaches Mehrzweckfett und so eine Fettpresse gibt es auch ganz billig zu kaufen. In unserem Portfolio brauchen wir dringend Mehrzweckfett-Kartuschen-Entleerungspressen mit Schlauch für Nippel. Und dann kann man eigentlich jährlich den Schmierstoff für das Lager erneuern. Ganz viele sind ausgeleiert, solche Vorderachsen, weil die nie gefettet werden. Bei einer modernen Vespa ist man eigentlich mit so Trockenschmierstoff besser beraten. Es hat auch die Vespa insgesamt viel weniger Schmierstellen so im Benutzerbereich, weil ja zum Beispiel keine Schaltung vorhanden ist. Also wir gucken, was bewegt sich alles, wo ist die Lagerstelle und versuchen da irgendwie ein bisschen Schmierstoff hinzubringen, den wir vielleicht vorher beim Dampfstrahlen und beim Waschen verloren haben. Man kann natürlich auch Verkleidungen demontieren, je nachdem, was man sich da zutraut. An so einer modernen Vorderachse sind keine Schmiernippel mehr dran, insofern kann man auch nichts abschmieren. Die Lagerstellen haben eine Lebenszeitfüllung. Was sich dann anbietet, zum Beispiel, dass wir die Bremse prüfen. Jedenfalls eine Sichtcheck, sind die Schrauben fest und zum Beispiel so eine Bremsscheibe. Die hat eine Mindestdicke, die meistens draufgeschrieben ist. Man kann es auch spüren, wenn es erheblich weggebremst ist, der Stahl also dünner ist in der Reibstelle, dann irgendwann verschleißt die Bremsscheibe. Sie kann auch blau werden und ausglühen. Wenn sie ganz grobe Markierungen hat und ganz chaotische, die überhaupt kein System mehr haben, dann bremst man meistens schon auf dem Trägermaterial vom Belag. Also wenn es einem irgendwie komisch vorkommt, dann vielleicht tiefer ins Detail gehen und mal gucken. Ansonsten ist es ein ganz einfacher Test. Bevor man wirklich mit Motorkraft fährt, kann man ja mal schauen, bremst die Bremse wenigstens meine Handkraft. Das ist ja schon mal ein Anfang, ja? Das ist hier der Fall. Und wichtig, die Bremse sollte einen gut spürbaren, harten Druckpunkt haben. Wenn man hier pumpen muss, um den Druck aufzubauen, dann ist was faul. Dann muss man auf jeden Fall, dann ist das System undicht. Dann würde ich nicht dazu raten, auch nicht einfach aufzufüllen, dann muss man in die Werkstatt. An der Classic Vespa ist es genau dasselbe Thema eigentlich mit den Bremsen. Die sollte man vorm Fahren auch mal überprüfen, ob sie halbwegs funktionieren. Die hat die Fußbremse hier unten und die Handbremse hier vorne. Die kann man genauso einmal testen, zum Beispiel wenn man so stehen will
Und hier sieht man jetzt, ich kann den Hebel quasi schon fast bis zum Griff ziehen oder eigentlich schon bis zum Griff. Und dann bremst sie erst so richtig. Und hinten ist es auch schon ein bisschen weit, der Weg vom Pedal, aber es geht eigentlich noch. Aber vorne zum Beispiel, dadurch, dass man sie schon so weit hinziehen kann, kann man auch sagen, dass es langsam mal Zeit ist, die nachzustellen. Und da kann man einfach hier unten hingehen an die Einstellschraube. Genügt es einfach ein paar Umdrehungen weiter rauszudrehen. Und damit greift die Bremse dann schon um einiges früher. Wenn wir mit der Bremse fertig sind und die noch okay ist, können wir als nächstes die wesentlichen Befestigungspunkte von der Radaufhängung anschauen. Zum Beispiel also die Radmuttern. Wir können am Rad rütteln, hat das übermäßig Spiel. Und dann dabei idealerweise auch sehen, ob die anderen Aufhängungspunkte Spiel haben. Ist der Stoßdämpfer fest? Ist das Achsrohr fest? Das charakteristische Geräusch wäre so ein Knack-Knack. Es sollte nichts Spiel haben, übermäßig. Ältere Lagerungen haben minimal Spiel, aber nur ganz leichtes. Wenn man in der Vorderachse Spiel hat, dann muss man in die Werkstatt. Bei der Classic Vespa ist es quasi wieder dasselbe. Man kann auch die Befestigungspunkte der Vorderachse kontrollieren, also auch am Rad vorne an der Felge. Und wie gesagt, bei den älteren Modellen ist es schon eher denen zuzutrauen, dass da mal Spiel zum Beispiel in der ganzen Gabel ist von der Befestigung her. Und das kann man am besten überprüfen, wenn man zu zweit ist. Dazu kann man die Vespa zum Beispiel so auf eine Seite stellen. Jetzt ist die Gabel quasi lose, hängt nur noch in der Luft. Und dann kann man unten an die Schwinge gehen und oben an den Lenker und mal überprüfen, ob die sich jetzt im Rahmen hoch und runter schieben lässt und dabei auch so ein Klackgeräusch machen würde, aber macht die hier jetzt nicht. Also ist damit eigentlich hier auch alles gut. Und falls es der Fall ist, dass hier irgendwas Spiel hat, ist das nichts, was man eigentlich einfach nachziehen kann oder warten kann oder so, sondern dann ist eindeutig das Lenkkopflager kaputt und muss gewechselt werden. Also dann wäre es eigentlich Zeit für einen Besuch in der Werkstatt. Ein weiteres wichtiges Thema, das man vor der Fahrt überprüfen sollte bei dem Roller, sind die Reifen. Dabei gibt es zwei grundlegende Dinge, die man auf jeden Fall beachten sollte. Und zwar einmal, wie alt ist der Reifen? Der sollte auf gar keinen Fall über 10 Jahre alt sein. Auch schon 8 oder 6 Jahre sind auch schon relativ alt. Und außerdem sollte man natürlich schauen, ob er schon irgendwie rissig ist oder schon extrem abgefahren. Dazu kann man auch noch die Profiltiefe messen. Bei dem Reifen ist es egal, wo man misst, weil der hat keine Verschleißmarkierungen. Aber man misst immer an einer sehr ungünstigen Stelle, meistens in der Mitte. Hier haben wir noch 4 mm Profil. Das ist also auf jeden Fall ausreichend, weil für große Roller, die der Kategorie Kraftrad entsprechen, braucht man mindestens 1,6 mm. Und für kleine Roller, 125er und noch weniger Hubraum, die brauchen nur 1 mm. Wenn die Reifen noch neu genug sind und vom Zustand okay, dann sollte man auf jeden Fall vor der Fahrt auch noch den Luftdruck überprüfen. Dazu muss man natürlich hier das Ventil aufschrauben und dann das Messgerät anstecken. Bei dem Roller hier ist empfohlen, vorne 1,8 Bar reinzutun und hinten 2 Bar. Das steht immer noch im Fahrzeughandbuch vom jeweiligen Fahrzeug, auch bei den alten Vespas. Hier haben wir jetzt einen Luftdruck von 1,8 Bar, also ist der in Ordnung. Und bei den alten Rollern ist es meistens eher ein bisschen weniger Luftdruck. Das steht aber wie gesagt auch im Fahrzeughandbuch. So ein modernes Fahrzeug hat im Wesentlichen 3 Flüssigkeiten, die alle lebensnotwendig sind. Zum einen ist es Bremsflüssigkeit, die ist lebensnotwendig für den Fahrer. Dann ist es Kühlflüssigkeit und Motoröl, das ist lebensnotwendig für den Motor. Es gibt auch noch eine 4. Flüssigkeit, Getriebeöl. Wenn man aber jetzt nicht gerade Flecken unter dem Motor hat und weiß, dass er Motoröl verliert, dann kann man das in seltenen Intervallen wechseln. Da muss man auch in die Bedienungsanleitung schauen. Getriebeöl und Motoröl haben so einen Peilstab. Das ist besonders gut für mich, weil ich ansonsten ja nichts peile. Und da gibt es eine Minimum-Maximum-Markierung, wie beim Auto manchmal früher. Und hier sieht man, dass der Motor viel zu voll ist und das hat einen Grund. Ich habe den nämlich nicht korrekt aufgebuckt. Der muss nämlich waagerecht stehen und nicht so auf dem Seitenständer, wie ich das gemacht habe. So, das Fahrzeug steht jetzt korrekt und senkrecht. Mal schauen, wie es jetzt mit dem Peilen ausschaut. Ja. Also das ist genau voll bis zum Maximum, bis zum oberen Strich.
Ist also perfekt. Man sollte das Fahrzeug nicht direkt nach dem Benutzen messen, sondern ihm erst 5 Minuten Zeit geben, dass das Öl unten im Motor zusammenläuft. Und wenn man nachfüllen muss, dann muss man in die Bedienungsanleitung schauen, welches Öl man braucht. Wir haben so ein Mehrbereichsöl für Viertaktmotoren, das passt in den meisten Fällen. Hinten die Getriebeölschraube ist vom Prinzip her das gleiche. Wir haben ja auch einen ganz fancy Peilstab, der ausschaut wie ein Pfeil. Die Vespa verliert kein Öl. Generell ist bei Öl so, dass es extrem invasiv ist fürs Grundwasser. Also man sollte keine Tropfmengen verlieren auf den Asphalt. Wegen den Nachbarn und wegen der Natur und den Tieren. Das nächste Medium, das wir prüfen, ist die Bremsflüssigkeit. Soweit ich weiß, versteckt sich die unter diesen beiden Abdeckungen. Ja. Wir sehen hier das Schauglas. Es hat oben noch nicht mal eine Luftblase, also vermutlich ist der Behälter voll. Und auf dem Behälter steht groß drauf Use only .4 Brake Fluid. Für diese Bremsflüssigkeit gibt es verschiedene Standards, die sind genormt. Die Norm ist hier nicht 7.1, sondern das ist .4. Und .4 steht hier auch drauf, also passt's. Es ist auch noch mal farblich gekennzeichnet. Ich glaube, die Bremsflüssigkeit ist gelb und dann gibt es, glaube ich, auch noch eine rote und eine grüne oder so. Da sollte man peinlich drauf achten, weil ansonsten geht einem das Bremssystem kaputt, im schlimmsten Fall im Betrieb. Jetzt mache ich hier trotzdem auf, um euch das zu zeigen. Es ist kein Hexenwerk, so Bremsflüssigkeit nachzufüllen. So, man sieht, unter dem Deckel ist eine Dichtung, die klebt meistens hier drinnen, die kann man dann rauspulen mit den Fingern. Und hier ist eigentlich alles voller Bremsflüssigkeit, das passt soweit. Man muss eigentlich nur misstrauisch werden, wenn die Bremsflüssigkeit über Wochen oder über Tage oder über Stunden sinkt. Dann ist das Bremssystem logischerweise undicht und dann muss man den Fehler entweder selber finden oder dringend in eine Werkstatt, weil undichtes Bremssystem, das finde ich ist so ein Ausschlusskriterium. Wir schütteln ein bisschen nach und dann können wir es auch wieder zumachen. Na, ich baue das alles wieder zusammen. So schnell kriegt ihr mich nicht aus dem Bild. Also gerade bei der Bremse zum Beispiel, generell finde ich es relativ wichtig, solche Sachen fertig zu machen. Weil so halb angezogene Schrauben, das letzte Medium, das wir überprüfen und eventuell nachfüllen, ist die Kühlflüssigkeit des Motors. Da gibt es verschiedene. Da muss man ins Handbuch des Fahrzeugs schauen, welche vorgeschrieben ist. Hier ist es eine blaue Verpackung. Sinnvollerweise ist da eine Flüssigkeit der Farbe Rot drinnen. Macht jetzt nicht so viel Sinn, aber wichtig ist, es gibt 3 verschiedene Farben, soweit ich weiß. Blau, Grün, Rot. Und es ist extrem schlecht, die Farben untereinander zu mischen. Gerade, glaube ich, bei Blau und Rot kann es passieren, dass die beiden Flüssigkeiten versteinern. Und dann also ist das ganze Kühlsystem zugesetzt mit einem Kristall. Das ist bestimmt eine teure Reparatur. Noch schlimmer sind eigentlich nur Mentos und Cola. So, jetzt schauen wir mal, was drinnen ist. Ah ja, also es gibt hier im Deckel keinen Peilstab, sondern stattdessen eine Min- und Max-Markierung. Und man sieht hier ein bisschen die Flüssigkeit, ich hoffe, ihr könnt es sehen. Die steht auf jeden Fall über Maximum. Von dem her ist es eigentlich kein Problem, wir müssten gar nichts nachfüllen. Elvis, wie schaut es bei dir aus? Muss auch Kühlflüssigkeit wechseln? Das Schöne bei den ganz alten Vespas, also umso älter sie sind, umso weniger Flüssigkeit muss man eigentlich nachfüllen. Bei der hier ist es jetzt zum Losfahren eigentlich nur Sprit, den ich kontrollieren muss. Die andere einzige Flüssigkeit, die hier jetzt noch drin ist, ist das Motoröl oder Getriebeöl. Und das Getriebeöl hier drinnen, das ist wie bei den neuen Vespas eigentlich auch eine Lebenszeitfüllung, die da drinnen ist. Das heißt, wenn der Motor nicht tropft, also kein Öl verliert, muss man das eigentlich nicht unbedingt wechseln. Und bei den Modellen, die zwischen den beiden Vespas hier liegen, gibt es dann vielleicht noch einen einzelnen Öltank. Da müsste man natürlich noch das Öl kontrollieren. Sonst ist es aber, wie gesagt, nur der Sprit. Damit bin ich quasi eigentlich fertig zum Losfahren.